Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die Mastery Challenge in der Odin-Mine mit Gold abschließen könnt und dabei fangen wir mit der Bärenprüfung an. Sonst habt ihr die anderen Videos, die anderen Prüfungen auch hier in der Playlist oben, checkt sie gerne mal ab. Da werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch alle Challenges hochladen. Also schauen wir uns mal die Grundvoraussetzungen für die Bärenprüfung an. Wir müssen insgesamt 7 Personen mit der Fähigkeit Rennen und Packen töten und 8 Personen mit dem Betäubungsschlag. Das heißt also, wenn sie knocked out sind, dann müssen wir sie quasi ja eliminieren. Wir haben hier zum einen das Modranit-Set. Das gibt uns einen Angriffsbonus nach einem Benommenheitsabschluss und einmal eine Verbesserung für Betäubung. Also alles darauf ausgelegt, die Betäubungsschlagtötungen abzuschließen. Dazu haben wir noch einen kleinen Speer bekommen. Der Viertspeer, der gibt uns nach dem ausweichenden Tempobonus. Dazu natürlich ganz klar die Fähigkeit Rennen und Packen und die ist ein bisschen tricky. Ich bin da sehr oft ausgerastet. Ich zeige euch aber jetzt die Tipps für diese Prüfung. Aber kommen wir jetzt nun zu den Tipps, die euch weiterhelfen in dieser Bärenprüfung. Die ist wirklich sehr, sehr tricky. Zum einen blocken, Leichen sowie mehrere Kombinationsangriffe, die geben euch Gesundheit wieder und das ist essentiell wichtig für diese Prüfung. Der zweite Tipp, als allererstes die Tötungen mit Rennen und Packen absolvieren. Und die würde ich auch in engen Gängen machen, denn in großen Räumen, ja, da sprintet Eivor manchmal in eine ganz andere Richtung, wo ihr gar nicht hin wollt. Dementsprechend macht es so wie ich, lockt sie Step by Step, ja, Person für Person einfach nach hinten in euren Bereich, in euren Anfangsbereich. Da habt ihr enge Räume und wenn ihr da ansetzt, die Fähigkeit zu verwenden, dann habt ihr eigentlich eine sehr hohe Chance, dass es funktioniert. Dazu gibt es einen kleinen Bug-Workaround, denn ihr seht ja diese Felsaufschüttungen an der Seite. Wenn ihr dort den Gegner rammt, ja, dann ist er so ein bisschen erhöht und dann fällt er runter und dann stirbt er erst. Und dann zählt es nicht als tot, was richtig weird ist. Ich habe die meisten Gegner, zumindest habe ich es probiert, ich habe sie versucht, an diesen Felsspitzen, an diesen Felsformationen ranzuknallen, um sie dort zu eliminieren. Das hat am besten funktioniert und war am sichersten. Sonst, wenn ihr das in diesen großen Räumen macht, ja, Eivor rennt links, rechts, die Steuerung ist dann richtig komisch. Ihr könnt mit der Maus bzw. mit dem Controller dann Eivor steuern, währenddessen er sprintet. Aber das ist sehr, sehr komisch und würde ich auch eigentlich nicht empfehlen. Kommen wir jetzt zum nächsten Tipp, nämlich den Betäubungsschlagtötungen. Hier ganz klar könnt ihr natürlich den Gegner angreifen und dadurch diesen Betäubungsschlag-Modus hervorrufen. Ich habe es aber wirklich safe gemacht. Ich habe nur geblockt und dazu gibt es jetzt auch nochmal ein paar Informationen. Prinzipiell haben wir bis zum letzten Teil 4 Gegnertypen. Wir haben den Speerträger, den Schwertschildträger, Bogenschützen und den Flegelträger. Wenn ihr sie blocken wollt, ohne dabei Leben zu verlieren, dann würde ich es euch empfehlen, wenn sie nicht leuchten. Ich finde, das kann man irgendwie nicht gut erkennen. Ich habe sehr, sehr oft verkackt. Das ist sehr, sehr schwer auf jeden Fall. Sie machen aber Angriffe, die ihr safe blocken könnt. Beim Speerträger ist es zum Beispiel so, er ist nah bei euch dran. Ihr müsst nah bei ihm dran sein. Ja, und dann wird er einmal quasi, wie hier im Bild zu sehen, nur gegen euch schlagen. Das könnt ihr blocken. Der Schwerträger, das könnt ihr auch so ein bisschen machen, wenn ihr auf Abstand seid. Dann wird er auf euch zurennen. Das ist auch eine Attacke, die ihr blocken könnt. Also die ist immer safe. Und ich lasse mal ganz kurz was laufen, dann seht ihr, was ich meine. Ja, und da habt ihr gesehen, hier habe ich einfach immer dann einen Schritt zurück gemacht und er kam wieder angerannt und so konnte ich ihn easy holen. Den Bogenschützen, den braucht man einfach nur töten, da ist nichts Wildes, der schießt euch halt die ganze Zeit ab. Deswegen würde ich versuchen, auch wie gesagt, die Gegner separat zu töten, dass ihr nicht von den Bogenschützen auch noch beschossen werdet. Und der Flegelträger, da lohnt es sich tatsächlich, wenn er, sage ich mal, seinen Lasso-Move macht. Da, wenn er auf euch zukommt, dann ist da auch die Wahrscheinlichkeit 100%ig eigentlich, wenn ihr die Taste gut normal drückt, dass ihr ihn blockt und dann den Betäubungsschlag ansetzen könnt oder halt das Rennen und Packen. In der letzten Area werdet ihr auf euer Ziel treffen. Das, meiner Meinung nach, würde ich nach hinten locken. Das heißt also, dass er in einen anderen Bereich geht, der weiter vorne lag. Denn 3 Gegner auf einmal zu besiegen ist schwierig im letzten Areal. Und dann habt ihr jetzt dann nur noch 2 Gegner. Einen Flegeltypen und einen Langaxt-Typen. Und hier ist wichtig, versucht sie auf jeden Fall nicht ins Feuer zu pushen. Ja, gebt dem Platz auf jeden Fall. Und bei dem Axttypen, da müsst ihr wohl oder übel beim Leuchten, wenn er über seinem Kopf ein Leuchten hat, dann versuchen zu blocken. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es mehrmals verkackt. Anderweitig kann man natürlich auch draufschlagen, ganz klar. Wenn das funktioniert, dann ist ja easy. Und der Flegeltypi, da wisst ihr alles schon, wie es läuft. Da ist es relativ einfach, das Ganze zu blocken. Und jetzt kommen wir zum Schildtypen. Dort gibt es eine Attacke, die ihr auf jeden Fall blocken könnt, die euch keine Probleme bereitet. Und zwar ist es ein Standardenträger. Er wird, das seht ihr dann auch, sein Schild heben. Und wenn er das macht, dann könnt ihr diese Attacke blocken. Das ist eine blockfähige Attacke. Wenn er seinen Speer heben wird, dann könnt ihr das nicht blocken. Auch wenn er kein Leuchten ist. Ich weiß nicht wieso. Ich konnte es nicht blocken. In dem Moment, wo ihr den Schildblock dann durchführt, beziehungsweise seine Schildattacke geblockt habt, könnt ihr ihn angreifen und somit auch die gelbe Leiste über seiner Lebensanzeige runterkriegen, um dann den finalen Betäubungsschlag abzugeben.
Und das war eigentlich die Bären-Challenge. Ich zeige euch jetzt noch das Gameplay. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Dränger-Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, ihr habt jetzt hier nochmal ein anderes Video, auch aus der Odin-Mine. Schaut es euch gerne an und dann hoffe ich mal, dass euch das Gameplay gefällt. Großartig. Stirb schon! Verfluche dich! Kommt, Brüder, beenden wir es! Folgt mir nach! Das dauert nicht lang. Du Christus wird uns beistehen. Gottes Urteil entkommst du nicht! Ich fühle mich schon stärker. Ich führe euch!
Beschäftige die Ratte! Folgt mir! Ich führe euch! Erbärmlich! Wir lassen uns nicht beirren! Tor verleiht mir Kraft. Wartet schon! Zu mir, Bruder! Geht laut herum! Ihr wisst ja schon. Wie immer, Bruder. Wir sind im Vorteil. Du glaubst doch nicht, dass du so entkommst? Gleich ist es vorbei. So wie immer, Bruder. Lama Esel! Bleibt standhaft! Lang wird es nicht mehr dauern! Bringt den Hund zu Fall! Schlagen wir zu!
Das ist dein Ende. Du bist tot. Seid achtsam. Wir schaffen das. Ruhe im Kopf, nicht. Geht von hinten. Zu mir. Hier. Halte dich auf. Gott wird uns nicht verlassen. Gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam! Na,
es nicht. Lauf nur nach Hause. Na, habt ihr die Goldmedaille bekommen? Ich hoffe es. Wenn ja, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare rein, wie es für euch war, beziehungsweise ob ihr es nicht geschafft habt und ob ihr Bugs bekommen habt. Denn vielleicht habt ihr Bugs erlebt, die ich nicht hatte. Lasst uns hier einen Austausch starten und ich würde mich auch freuen, wenn ihr die Glocke beim Abonnieren gedrückt habt. Das wäre fantastisch. Damit würdet ihr mich supporten. Ich habe euch ja heute auch supportet. Und das war eigentlich alles, meine Freunde. Macht euch einen schönen Tag. Hier oben ist nochmal ein drittes Video von der Odin-Mine. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, es ist unglaublich heiß. Ich schwitze hier. Es ist 35 Grad. Wird Zeit, dass ich rausgehe. Ja, bis dahin, meine Freunde. Euer Pascal. Tschüss und ciao mit V.